Endlich sind wir wieder beim Van. Doch nach den Ereignissen in den letzten Wochen bedeutet das, dass wir die nächste Zeit in der Werkstatt verbringen. Einige Dinge müssen noch gemacht werden und wir sind vor allem gespannt, ob und wie der neueste Schaden repariert werden kann. Aber zu allem Überfluss haben wir auch noch einen ungebetenen Gast. Das ist einfach nur Scheiße. Hallo und willkommen zu einem neuen Video mit uns. Wir sind zurück aus Houston, wieder hier in San Miguel de Allende, wo Jimmy steht. Und ja, wie man hier erkennen kann, die arbeiten fleißig, denn wie ihr wisst, wir hatten einen kleinen Unfall mit Jimmy und der Van stand jetzt da 2,5, fast 3 Wochen. Die haben einiges gemacht. Hier sieht man noch einige Teile. Ja, die konnten das nicht mehr richtig reparieren, sondern sie mussten hier Teile rausschweißen, denn das Metall war so verbogen, das konnten sie nicht mehr richten. Aber es sieht soweit gut aus, die werden jetzt noch ein paar Tage daran arbeiten, bis der Van fertig ist. Die müssen noch auf der Seite den Schweller reparieren, denn da haben wir auch ziemlich viel Rost. Und ja, wir sind gestern Abend angekommen, haben uns richtig gefreut, wieder in Jimmy übernachten zu können. Aber da kam die nächste Überraschung. Der ganze Van war voller Mäusekacke. Überall. Ja, wir haben erstens mal die Kacke überall gesehen, aber auch auf den Matratzen. Also das erste, was wir getan haben, war den Matratzenüberzug wegzunehmen. Der kommt heute gleich in die Wäsche, zusammen mit ganz vielen anderen Textilien, die wir halt im Van haben. Ja, und heute geht es daran, alles auszuräumen, alles zu reinigen. Wir haben auch keine Ahnung, ob die Mäuse immer noch, oder die Maus, keine Ahnung, so viel Kacke wie da drin ist, könnten es mehrere sein. Ob die noch im Van sind oder nicht. Also ja, ich glaube, wir fangen einfach mal an, weil ich bin schon ganz nervös mit dem ganzen Zeug da drin. Die Mistviecher haben uns einfach alles zerstört hier drin. Sogar die Angelschnur haben sie durchgebissen. An mehreren Stellen. Keine Ahnung, für was sie das gemacht haben. Und das Beste ist, wir hatten eine Milchpackung hier unten im Keller. Und ja, schaut mal. Die haben sie einfach abgeknabbert. Und die ganze Milch ist hier unter dem Bett ausgelaufen. Wir haben das gar nicht gemerkt, wir haben das erst heute gesehen. Es ist einfach eine Riesenkacke. Jetzt müssen wir mal schauen, was unterhalb von all den Boxen noch drin ist. Oh Mann, wirklich, irgendwie, wir dachten jetzt, dass unsere Pechsträhne mal langsam vorbei ist, aber das ist einfach nur Scheiße. Also hier vorne waren sie definitiv auch. Gerade hier unter dem Feuerlöscher waren auch ganz viele Böhnchen. Ja, keine Ahnung. Also wir können langsam eingrenzen, wo sie waren. So vermuten wir, aber wir finden immer neue Stellen. Der Van ist so dreckig. Also jetzt nicht nur von der Mäusekacke, sondern auch Staub und all das Zeugs. Unglaublich, wie viel Dreck sich da ansammelt. Einige Streifen müssen leider wieder weg. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir noch irgendwo Streifen haben bei uns im Van. Und sonst ist halt die eine Seite mit weniger Streifen. Aber der Zwischenstand ist jetzt, dass wir vorne im Cockpit oder Fahrerbereich so weit durch sind. Ich glaube, so sauber war es da schon lange nicht mehr. Jetzt kommt aber der vermutlich schlimmste Teil. Wir haben hier unterm Bett, also in unserem Keller, gestern am meisten Kacke gefunden, aber es war halt schon zu spät. Wir wussten, wenn wir das anfangen rauszuräumen, dann sind wir bis am Morgen dran. Darum machen wir das jetzt und hoffen, dass wir damit eigentlich das Gröbste rauskriegen oder alles. Ja, mal sehen. Also es sieht wirklich übel aus. Ja, und natürlich, sobald man hier aufmacht, sieht man auch diesen Milchfleck hier unten gleich neben dem Wassertank. Nicht so geil, und da ist wohl die Milch runter reingeflossen. Wir müssen jetzt alles rausnehmen und dann sehen wir erst, wie es wirklich da unten aussieht. Und wir haben auch die Spur schon gesehen, wie es hier einmal so quer durch den Van läuft, die Milch, und bei dem Seitenfußtritt endet. Ich glaube, wir haben die Milch gefunden. Boah, das ist noch richtig flüssig. Was? Oh, die Milch. Ich geht, wa?
Boah, das stinkt. Oh. Kann ich dir das geben? Ungern. Ja. Oh. Ich hoffe, wir bekommen den Gestank hier raus und überall diese Mäusekacke. Das Bevor es mit dem Video weitergeht, möchten wir uns bei unserem heutigen Sponsor CyberGhost bedanken. Im Alltag, aber auch beim Arbeiten wollen wir uns vergewissern, dass unsere Verbindung stets sicher ist und unsere Daten auch nicht in falsche Hände geraten. Und deshalb nutzen wir den VPN-Dienst von CyberGhost. Der VPN von CyberGhost stellt sicher, dass unsere IP-Adresse verborgen und all unsere Daten durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet werden. Somit fühlen wir uns auch dann sicher, wenn wir zum Beispiel unsere Finanzangelegenheiten online erledigen, denn es weiß wirklich niemand, was wir online machen, nicht mal CyberGhost selbst. Doch davon abgesehen können wir mit CyberGhost VPN auch Geoblocking umgehen. Wir stellen einfach den passenden Standort ein und können so Websites, YouTube-Videos oder auch Filme und Serien von über 35 Streamingdiensten wie Amazon Prime, Netflix oder auch Disney Plus konsumieren, egal wo wir uns auf der Welt befinden. Da ist es auch verständlich, dass CyberGhost weltweit bereits über 38 Millionen Nutzer hat und auf Trustpilot das meistempfohlene VPN ist. Außerdem wird es von Websites wie computerbild.de, chip.de oder auch pcwelt.de empfohlen. Den VPN-Dienst kann man natürlich auf allen gängigen Plattformen nutzen und ein Account reicht auch für bis zu 7 Geräte, ob nun die eigenen oder die von Freunden und Familie. Und falls man doch mal Unterstützung braucht, so gibt es auch einen deutschen Support, der 24/7 erreichbar ist. Wenn ihr das Ganze selbst ausprobieren möchtet, klickt euch den Link unten in der Videobeschreibung an. Damit bekommt ihr 83% Rabatt sowie 4 Monate gratis. Damit bezahlt ihr gerade mal 2,03 € im Monat und mit der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. So, aber jetzt mal schauen, wie es mit Jimmy weitergeht. Sogar unser Werkzeug ist vollgekackt und vollgepinkelt von den Mäusen. Man muss es erstmal putzen, bevor man es überhaupt verwenden kann. Ja. Ich sag ja, der Van war noch nie so sauber wie nach dieser Aktion. Auch hier ist überall Mäusekacke und Milch. Yeah. Die beste Kombination. Aber ansonsten sieht es gar nicht so schlecht aus da unten, oder? Ja. 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 Ja, ja. Oh Mann. Gehst du? Ja, ich bring kurz die Wäsche und mal sehen. Sollten 3 Minuten zu Fuß sein. Ich hoffe, die kriegen es dann bis morgen fertig. Das Ja, oder vielleicht bis heute Abend wäre nicht schlecht. Ja, Kannst ja mal fragen. Ich frage, aber ich glaube, dafür sind wir zu spät. Okay. Ah ja, bis gleich. Bis gleich. Gefühlt kommen wir überhaupt nicht weiter. Hier draußen ist alles noch voll von unserem Zeugs. Wir haben mittlerweile erst den Keller gemacht. Es ist schon 1:30. Wir müssen all das Zeugs, was in den Kisten ist, rausräumen und schauen, was da alles drin ist, weil das war ja auch voll. Hier hinten wird auch fleißig gearbeitet. Sie werden jetzt den Primer aufgeben und ja, so wie es aussieht, werden sie morgen schon spritzen. Ja, wenigstens hier hinten geht es vorwärts. Bei uns fühlt sich so an, als hätten wir gar nichts gemacht. Mittlerweile haben wir alles von der Seite nach hinten verschoben, denn
Man hört, sie müssen noch den Schweller abschleifen, denn der war komplett durchgerostet. Und eigentlich war das ja, die Idee, dass wir das machen und nicht noch auf das andere. Aber jetzt schleifen sie das ab, behandeln das und dann können sie alles auf einmal lackieren. Und ja. Klingt eigentlich ganz einfach. Eigentlich ganz einfach. Dauert Ja, halt das einfach kommt alles fertig. so lange. Ja. Auch bei uns. Sucedió la primera vez. Mira, ya mucho óxido. Sí, no lo han hecho bien, no lo trabajaron bien y así se quedó. Sí. So, wir fangen jetzt mit den Kisten an. Wir starten mit den Lebensmitteln und es ist ziemlich traurig. Also man merkt halt, da ist das Aromatische, das Interessante, da waren sie wohl am meisten. Ein bisschen was werden wir auch wegwerfen müssen. Sehr schade. Aber hilft nichts. Sogar Sachen wie Wachs oder unser Waschmittel haben sie angeknabbert. Ich glaube, das wird jetzt eine Zeit lang dauern. Für euch spulen wir wahrscheinlich vor, weil wir zeigen euch jetzt nicht jede einzelne Kiste. Aber es gibt noch einiges zu tun auf jeden Fall. Tag 2 in der Werkstatt. Man sieht hinter mir wahrscheinlich, die Arbeiten sind schon wieder in vollem Gang. Juan holt gerade noch ein paar Sachen, dann macht er sich weiter am Schweller zu schaffen. Wir haben auch wieder angefangen, alles auszuräumen und weiter zu putzen. Sind gestern mit dem Keller noch fertig geworden. Ja, heute kommt die Küche und der Schrank dran und ja, wir haben einen traurigen Erfolg zu vermelden. Wir haben eine Maus gefangen. Sie ist in die Falle getappt und wir hoffen, dass das jetzt die Maus war, die da so viel Unruhe gestiftet hat. Wir haben die Falle trotzdem nochmal dran getan. Wir werden sehen, ob diese Nacht nochmal eine Maus reintappt. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt die Hoffnung, dass wir jetzt, wenn wir jetzt da richtig durchputzen, dass es das dann war. Mal sehen. Ja, es gibt auf jeden Fall wieder viel zu tun. Ich glaube, wir nehmen euch da nicht bei jedem Schritt mit. Wir versuchen aber ein bisschen die Fortschritte am Van, also von den Spenglerarbeiten mitzunehmen. Ja, und dann sehen wir mal, wie das so läuft. Ich bin weiterhin in der Küche, komme aber recht gut voran und es sieht so aus, als wären die Mäuse wirklich nicht in die Küchenschränke gekommen. Das ist ein ziemlicher Erfolg, würde ich sagen. Juan arbeitet weiterhin am Schweller, der macht auch Schritt für Schritt, kommt er voran. Und Roberto hat sich einen Task gefunden, denn wir haben gemerkt, dass unsere Leiter hinten an der Hecktüre wohl ein paar Schrammen abbekommen hat. Ich glaube nicht, dass die vom Unfall kommen, aber wir wissen nicht woher, also keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir noch Farbe mit, so ein Spray, und damit wird er die Leiter wieder in Ordnung bringen. Also natürlich, wie es sich gehört, entfetten, dann erst färben, lackieren. Naja, da spricht der Profi. Schön wäre
werden, das Ganze. Ja, gib dir Mühe. Keine Ahnung, ob das gut wird. Doch, ich weiß es wirklich. Natürlich. Es ist wahrscheinlich nicht die beste Arbeit geworden, aber ich habe doch einige Tipps von Juan bekommen. Von dem her bin ich zuversichtlich, dass das erstens mal gut aussieht, also sieht gut aus und dass das auch länger hält. Denn manchmal muss man einfach gewisse Sachen einfach machen, denn auf der Reise geht so viel kaputt und man wird nie die perfekten Bedingungen haben. Und ja, ich denke, wenn das jetzt noch ein Jahr lang hält oder 2, dann bin ich damit zufrieden. Juan klebt schon alles ab am Van, man sieht es schon. Er wird wahrscheinlich erst morgen lackieren, denn heute ist schon ziemlich spät, der geht auch bald nach Hause. Aber dann sollte morgen alles fertig sein und wir können dann zur nächsten Werkstatt gehen. Wir sind fix und fertig. Ich habe keine Ahnung, was wir heute alles aufgenommen haben, aber ja, irgendwie gefühlt haben sie heute nur abgeklebt und geschliffen und nicht viel gemacht und wir haben gefühlt auch nicht viel gemacht. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir richtig viel Sonne abbekommen. Man sieht, wir sind alle ganz schön rot, also ich zumindest. Ja, schon ein bisschen auch an den Armen. Ja, aber ich glaube, das war's jetzt für heute. Morgen geht's ja weiter. Ja. Das ist eine Katze. Er hat jetzt ein Huhn die Katze gejagt? Ja, sieht so aus. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen, wenn es weitergeht. Ja. Wir gehen jetzt mal was essen und schlafen, denn wir sind im Elend. Guten Morgen zu Tag 3 in der Werkstatt. Morgen. Wir sind gestern mit dem Putzen fertig geworden. Ja, zumindest der innere Raum ist jetzt sauber. Sauberer als er sonst immer war. Ich glaube, sauberer als er je war. Genau. Also, ich würde sagen, das ist ein Erfolg. Ja. Ich glaube, auch die Laune wird langsam besser. Ganz langsam. Ja, heute ist auf jeden Fall Lackierarbeit angesagt. Und danach können wir hoffentlich von hier mal weg. Wir sind zurzeit aber noch ganz alleine. Der ganze Hof ist einfach für uns. Wir müssen danach noch die Tür aufschließen, denn ja, wir sind hier zuständig für das Öffnen und das Schließen der Türen. Mittlerweile schon, ja. Irgendwie ging das sehr schnell. Ja. Aber ja, immerhin merkt man, wie positiv auch die Atmosphäre hier ist, dass uns auch vertraut wird mit solchen Sachen. Ja. Und ja, es ist, ja. Ist halt so, wie es ist. Ist, wie es ist. Ich glaube, die Laune wird aber immer besser. Ein bisschen. Ja. Ja. Auch der Esel schaut da hinten zu. Ja. Wir wünschen uns jeden Morgen guten Morgen. Ein bisschen früh zwar, aber es geht. Ja, wir trinken jetzt fertig und dann geht's hoffentlich gleich los. Ja, jetzt machen wir gleich mal das Tor aufmachen. Whatever you want, I'll settle for nothing. As long as we can keep the fire. Wenn man bedenkt, wie das ausgesehen hat, also als ich die Fotos das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, das wird nichts mehr. Die ganze Arbeit, die sie da geleistet haben, also es sieht schon sehr gut aus. Ja, dann sollte eigentlich alles so wie vorher sein, wenn nicht noch besser, denn die Seite wird dann auch noch poliert und dann sind wir hoffentlich ready, um weiterzufahren. Hinter mir wird gerade die Farbe zusammengemischt. Ich hoffe, sie treffen den Ton, denn
ja, wie alles hier wird vieles einfach improvisiert und mal schauen. Sieht auf jeden Fall nicht pink aus. Come on over, we can make it through. Take my hand, I know just what to do. On the beat, keep dancing through the night. Stay up until the morning light, the morning light. Oh, so come on over, we can make it through. Take my hand, I know. Ich glaube, wir haben es geschafft. Also, Korn hat es geschafft. Er hat 3 Schichten Lack drüber getan und ist soweit fertig. Jetzt muss es nur noch trocknen. Etwa 3 Stunden haben sie uns gesagt, dass wir noch hier stehen sollten, bevor wir uns bewegen. Und Ja, wir räumen in der Zwischenzeit auf. ja, genau, wir nutzen die Zeit, machen den Van fahrfertig, weil ja, ist immer noch ein riesen Chaos. Und dann verlassen wir die Werkstatt. Und fahren zur nächsten Werkstatt. Fahren zur nächsten Werkstatt und wir kommen auch noch mal wieder, denn polieren werden sie es jetzt nicht, das machen sie dann in ein paar Tagen. Ja, und irgendwie scheint uns der Weißstich ein bisschen, oder das Weiß ein bisschen einen Blaustich zu haben. Wir sind nicht ganz sicher, ob sie doch die richtige Farbe erwischt haben oder nicht, aber es wird sich dann zeigen, vielleicht auch nach dem Polieren, wenn alles fertig ist, alles trocken ist. Ja, auf jeden Fall, es geht voran. Es nimmt einfach kein Ende. Da denkt man, man ist auf der Ziellinie und dann fällt eine blöde Schraube oder Mutter oder was das war hinter das Metall der Stoßstange und ja, wegen einem blöden Ding wie einer Schraube holen sie jetzt die Flex, denn sie müssen unseren Tritt abflexen, denn ja, Jaime hatte den auf der Baja festgeschweißt, damit er nicht so viel Spiel hat. Jetzt kann man den nicht mehr einfach so abnehmen, also muss das abgeflext werden und ja, sie meinten auch irgendwas mit Schweißen, also keine Ahnung, es ist... Endlich geschafft. Die Stoßstange ist wieder dran. Die Plastikabdeckungen sind auch wieder dran. Ich bin fix und fertig. Es war wieder mal ein richtig langer Tag. Und alles nur wegen so einer kleinen Mutter, die hinter der Stoßstange ins Metall reingefallen ist. Ja. Naja, wir sind auf jeden Fall fertig für diese Woche. Wir fahren jetzt zur nächsten Werkstatt, kommen aber nächste Woche wieder, denn sie werden das Ganze polieren. Und Fernando meinte, da oben gibt es auch noch ein bisschen Rost, sie könnten das auch gleich noch machen. Ja, Jimmy sieht dann irgendwann mal aus wie neu, vielleicht auch nicht. Aber ich bin fix und fertig. Die letzten Tage, es ist abartig warm hier, es ist richtig trockene Luft. Ich würde lieber irgendwo am Strand sein, aber ja, wir sollten uns nicht beschweren. Also, wir sehen uns, wenn es irgendwie weitergeht. Und hier sind wir wieder bei der Spenglerei bei Fernando. Ja, die letzten Tage waren ein bisschen turbulent. Wir waren noch beim Muffler, der hat uns einen neuen Auspuff gemacht. Wir waren noch bei der ersten Werkstatt, wo wir noch ein paar Sachen machen mussten. Und eigentlich dachten wir, wir wären hier fertig. Wir kommen nur noch, um das Fahrzeug zu polieren, aber ja, das Licht und das Loch hinter mir zeigen es. Das Ganze hat nicht gepasst. Wir mussten nochmals hierher kommen und die mussten den ganzen Wagen, also die ganze Seite nochmals ziemlich gut bearbeiten, damit jetzt das Ding jetzt hier reinpasst. Ja, hatten wir nicht gedacht, wollten wir eigentlich auch nicht so, aber... Ja, aber ich meine, also man fühlt sich hier ja wirklich gut aufgehoben und man spürt,
dass wir langsam auf den Endspurt zugehen. Also die Laune wird langsam wieder besser. Langsam. Es ist nicht mehr alles so Weltuntergang, sondern ja, das Licht am Horizont ist zu sehen. Und wir freuen uns auch, denn wir wollen endlich mal wieder los. Ja, diese Woche werden wir nicht mehr fertig, aber ja, vielleicht nächste Woche. Hoffentlich. Hoffentlich. Auf jeden Fall möchten wir uns an dieser Stelle auch nochmal beim Sponsor unseres heutigen Videos bei CyberGhost bedanken. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr nämlich mit CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen. Und das für nur 2,03 € im Monat und mit Geld-Zurück-Garantie. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche. Hasta luego. Hasta luego. Denn der Plan war eigentlich, dass die Hühner nicht so laut sind. Mäusekacke. Kacke hier. Mäusekacke. Böhnchen.